Jo, moin Leute und herzlich willkommen. Das ist eigentlich der erste, eigentlich hatten wir schon einen Vlog 2022, aber geht wieder los. So eigentlich noch nicht, wir fahren eigentlich nur Rindergülle holen. Also, wir fahren heute mal Rindergülle holen in der Folge. Aber bevor wir loslegen, Leute, unser Sonnenblumenöl ist wieder verfügbar. Haben wir jetzt wieder bei uns im Shop. Link schmeiße ich euch unten rein. In der Beschreibung, so heißt das Wort richtig. In der Beschreibung. Ich glaube, wir haben diesmal ein paar mehr Flaschen. Sollten für die einen oder anderen ein bisschen länger reichen. Wer sich fragt, was für ein Sonnenblumenöl, wir haben die Sonnenblumen angebaut und haben daraus letztendlich auch Öl pressen lassen. Hat einen hervorragenden Geschmack, schmeckt total verrückt. Also es schmeckt so, wie man es eigentlich erwartet, aber so, wie man es noch nie im Handel bekommen hat. Also von daher probiert es mal aus. Link ist unten in der Beschreibung. Jo, wir legen los. Frontgewicht hoch. Zack. Und fahren heute ein bisschen Rindergülle holen. Ich habe euch mal gesagt, normalerweise die letzte Woche ist immer Svenny gefahren. Ich habe gesagt, Svenny, heute will ich mal. Ich will mal wieder eine Runde fahren. Ich will mal wieder eine Runde fahren. Das ist ja auch witziger, ne? Also wenn ich ewig kein Träger gefahren bin. Aber bin wirklich ewig kein Träger gefahren. Hier seht ihr die anderen zu stehen. Da steht der 8R. Da ist das Venusfass dahinter. Wir haben, das war jetzt vor kurzem in der Werkstatt, hat nochmal einen Umbau gekriegt an der Schlitze. Venus wollte da noch ein bisschen was machen. Die waren noch nicht ganz zufrieden. Wir waren auch noch nicht ganz zufrieden. Genau, jetzt haben sie noch ein bisschen wieder was geändert, ein bisschen was umgebaut. Und dann gucken wir uns an, wie sich das so ein bisschen in Zukunft entwickelt damit. Also geplant ist auf jeden Fall die erste Gabe, quasi die ersten Gerste mit Gerresten zu fahren, nicht ganz. Und dann mit der Schlitze, sofern sie komplett durchhalten wird, aber ich gehe davon aus. Also, warum sollt ihr sie nicht? Ja? Also wir werden so in der ersten Gabe zwischen 20 und 25 Kubik Gereste pro Hektar fahren. Und dann werde ich nochmal 50 Kilogramm mineralisch Stickstoff geben. Aber erstmal so eine Grundversorgung, dann haben wir eigentlich nur noch einen Bedarf im BBCH 30, also in der Schosserphase, dass dann, wenn die Pflanze sich entscheidet von Bestocken, also vom Wachstum in die Breite, geht es dann nach oben und dann will sie sich vermehren. Und das ist dann eine Phase, da kann man noch gut mit Stickstoff unterstützen und kann sagen, dir geht es aber eigentlich besser, als du jetzt denkst. Nimm noch mal 1-2 Halme mehr hoch. Kann Vor- und kann Nachteile haben. Wenn man natürlich hinterher eine Dürre hat, dann kosten einen die Mehrhalme eine Menge Kraft, aber generell weiß man, ist das eine wichtige Phase und ist eine wichtige Unterstützung, nicht nur für die Halme, die man dann nach oben bringt, sondern generell auch für die Ährchenanlage. Also nicht für die Ährchenstufen, Spindelstufen, Ährchenstufen, sondern für die Ährchenanlage, das heißt, wie viele Körner werden pro Ährchen gebildet. Jo, so wie es erstmal zu sagen. Dann kann ich euch noch sagen, wir haben noch keinen Dünger, keine Gerste gestreut. Wir haben heute den 18. Februar und ich komme mit meinem Gerstlager, ich sag mal mindestens bis Mitte März, wenn nicht sogar Ende März. Also ich habe noch gut 2 Meter Platz. Ihr wisst ja selber, wir hatten ja einen Monat, lief ja nur ein Motor. Das macht natürlich bedeutend viel aus im Gerstlager. Dann haben wir relativ wenig Gülle eingesetzt, also ich sag mal um die 30% vom Gesamtinput. Letztes Jahr waren wir irgendwo bei 40, 45, weil wir im Prinzip dieses Jahr nicht wissen, wie lange wir mit dem Gerst haushalten müssen oder mit dem Lager haushalten müssen. Und ich wusste auch, dass ich dieses Jahr nicht die Option habe, irgendwo anders noch was unterzubringen, falls es knapp wird. Deswegen musste ich selber ein bisschen haushalten. Genau, deswegen setzen wir relativ wenig Gülle. Na, was heißt wenig? Also über 30%, aber ist ja halt weniger, ne? Setzen wir dann ein. Und mit mineralischen Dünger sehe ich es genauso. Also die erste Gabe wird Kalkamonsalpeter werden. Und dieser ist ja natürlich absolut schnell wirksam. Das heißt, ja, im Optimalfall können wir am Tage, wenn die Wachstumsperiode richtig losgeht, wir haben jetzt hier 2 warme Tage, das ist ja kein richtiges Losgehen, jetzt ist es ja wieder kalt. Wenn es denn warm wird, dann können wir sagen, okay, jetzt streuen wir unsere 200 Hektar ab, da brauchen wir einen Tag für, vielleicht 1,5 Tage für. Und wenn es 2 Tage sind, dann haben wir unsere Nährstoffe gut platziert und dann kann die Pflanze die auch sofort aufnehmen. Wir haben natürlich die Gefahr, wenn wir es jetzt in den Februar reinsetzen und wir hatten auch Sonnejahre, da wurde es, einige haben schon gedüngt, keine Frage. Die Gefahr ist sehr hoch,
dass wir einfach Unmengen an Wasser bekommen und eine Verlagerung des Stickstoffs bekommen, der dann 20, 30 Zentimeter tiefer sitzt und dann haben wir eine verzögerte Wirkung. Ist nicht so von Vorteil. Viele streuen in der ersten Gabe Harnstoff und sind der Meinung, sie müssen möglichst schnell auf die Flächen rauf und die Pflanzen brauchen ja ganz schnell Nährstoffe. Kann man machen, klar, wenn man der Meinung ist, die Pflanzen brauchen schnell Nährstoffe, aber dann brauche ich keinen Dünger nehmen, der an sich für die Umsetzung am längsten braucht. Harnstoff funktioniert ab 8 Grad Bodentemperatur und der muss erst von Mikroorganismen umgebaut werden, damit die Pflanzen auch da richtig was mit anfangen können. Der einzige Vorteil bei kühlen Temperaturen ist halt Verluste. Ne? Bei Harnstoff haben wir immer Verluste hinsichtlich von Emissionen. Und dann haben wir dann natürlich weniger, je kälter das ist. Aber gänzlich kann man sagen, je weiter man zur Hauptvegetation düngt, ne? Also je besser man den Punkt trifft, desto effizienter ist man und desto höher ist der Nutzen. Und das gilt auch für Gereste. Das heißt, es gibt ja die sogenannte Mineraldünger-Äquivalenz. Das heißt, wie viel Stickstoff kann ich mit einem Kilogramm Stickstoff aus dem Gerest ersetzen? Und da gibt es einige Untersuchungen und die haben halt festgestellt, Mitte März bis Mitte April habe ich die höchste Äquivalenz. Das heißt, dann ersetzt tatsächlich bis zu 90%, das heißt 1 Kilogramm Stickstoff aus dem Gerest ersetzt dann tatsächlich 900 Gramm mineralischen Dünger. Das ist doch schon mal was. Schlechteste Falle wäre 50 bis 60%. Von daher lohnt sich das immer zu warten und ich bin da wirklich immer so ein sehr geduldiger Typ. Man darf bloß nicht zu doll übertreiben. Wenn man hinterherläuft, ist es auch nicht mehr richtig. Gut. Fahren wir erstmal ein bisschen weiter. So, jetzt fahren wir hier so einen entspannten Weg. Hier ist niemand. Kann man auch wieder entspannt filmen. Ansonsten, die Bestände sind bis jetzt, würde ich sagen, gut durch den Winter gekommen. Wir haben aber Unmengen an Wasser gekriegt. Also spätestens jeden zweiten Tag gab es hier Regen. Das ist schon Wahnsinn. So in der Form habe ich das fast schon lange nicht mehr erlebt. Wenn das so weitergeht, wenigstens bis zum Herbst, dann haben wir auch noch eine gute Ernte. Aber wird bestimmt wieder eine Sommertrockenheit geben. Ist egal. Genau, Bestände sind erstmal gut durch den Winter gekommen. Raps sieht gut aus, Getreide sieht alles gut aus. Den besten Eindruck machen tatsächlich die Flächen mit der Claden und mit der Direktsaat. Klar, die können das Wasser am besten ableiten bei den Unmengen. Und ihr müsst ja gucken, da seht ihr das, wie die Gräben vorstehen. Da sind die Wiesen. Das sind nicht meine Wiesen, aber hier Nachbarwiesen. Und die sind eigentlich, liegen die höher als meine. Und bei mir ist tatsächlich noch mehr Wasser. Also so in der Form, dann hatten wir hier Unmengen an Sturm, wie ihr seht. Wir hatten hier 2 Sturmtiefs, heute Abend kommt das nächste. Da steht das Wasser. Und da seht ihr ja auch, ne? Hier direkt das Moorgrünland. Und da sammelt sich das schon im Winter. Das ist eigentlich nicht unüblich, dass da Wasser drauf steht. Ist eigentlich total normal. Aber schon sehr, sehr viel Wasser. Wir haben jetzt zubringertechnisch haben wir schon ein bisschen was gemacht beim Nachbarbetrieb. Ich glaube, insgesamt 7 Tage sind wir zugefahren. Auf einem sehr sandigen Standort hat er 20, 25 Bodenpunkte. Leitet das Wasser sehr gut ab. War auch gut befahrbar, meinten die Jungs. Also es sah wirklich gut aus in den Spuren. Keine Spuren reingefahren oder irgendwas, ne? Aber ansonsten ist schon verrückt mit dem ganzen Wasser so im Herbst. Aber ist ja auch gar nicht so schlecht. Wir hatten relativ wenig Grundwasser die letzten Jahre. Ich denke mal, das füllt sich jetzt alles mal wieder ein bisschen auf. Und das war auch sinnvoll, dass es das ist. Genau, da kann ich euch sagen, dann haben wir mit dem Farmlab haben wir schon eine ganze Menge beprobt. Davon gibt es dann noch mal ein bisschen extra Video. Das schieben wir dann in die AKF rein. N-Min-Beprobung ist alles so ein bisschen ähnlich. Ist alles zwischen 40 und 60 N-Min. Überall so ein bisschen. Also das unterscheidet sich gar nicht groß. Klar, ein bisschen nach oben, nach unten geht immer, aber sowas richtig krasses haben wir nicht dabei. Mal ein 20er oder so, aber nichts mit weiter hoch. Und ich glaube, hier wird nach wie vor noch die Brücke gebaut. Und ich bin die falsche Strecke gefahren. Bin mir nicht so sicher. Also ich wusste, dass die Brücke gebaut wird, aber ich habe gedacht, das Projekt ist schon lange abgeschlossen, um ehrlich zu sein. Oh, ist noch nicht abgeschlossen. Also ich bin das letzte Mal hier lang gefahren, das war zum Maishäcksel. Und da hieß es, die Brücke wird bald angefangen zu bauen, aber ich wusste nicht, dass ein halbes Jahr nicht ausreicht.
Ja, dann müssen wir hier hinten mal durchfahren, ein bisschen über die Wiesen, wa? Haben wir heute ein bisschen längere Fahrt unterwegs. Sieht ja richtig reißend aus, der Fluss. So, Schlauch haben wir angeklemmt. Zapfwelle an. Bisschen Standgas. 500 Umdrehungen auf der Zapfwelle reicht. Reicht. Pumpe wird normalerweise mit einer 1000er Zapfwelle betrieben, aber man muss ja nicht immer die 1000 fahren. Aber mit 1000 ist echt schon krass. Hat man noch mehr Schaumentwicklung, deswegen pumpen wir ein bisschen ruhiger hinten. So, wir können auch theoretisch an der Seite über einen Beschleuniger ziehen, aber hier ist so hinten so ein richtig derber schwarzer Schlauch dran. Ne? Und da ist man ganz froh, wenn der Arm hinten beweglich ist. Ansonsten hier auch Sturmschaden, ne? Das Silo aufgedeckt. Ist ja anscheinend alles so ein bisschen runtergerutscht mit den Ballen. Ist auch ein bisschen schade, ne? Wenn man sich so die Arbeit macht. Ist die Folie da oben einmal auseinandergerissen, wie man sieht. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Naja, jetzt pumpen wir erstmal, holen ein bisschen Rindergülle. Und dann sehen wir uns gleich. Mal gucken, auf der Fahrt oder zu Hause. Draußen regnet es jetzt wieder, sonst wollte ich euch draußen noch ein bisschen zeigen. Beim Anschließen, aber ich habe mich jetzt echt beeilt, weil es schon wieder echt schüttet. So, Rindergülle ist gefahren. So, jetzt Hannes, jetzt halt uns doch nicht lange hier auf der Folter. Was ist denn nun neu? Ja, was ist denn nun neu, Leute? Ich habe es ja groß angekündigt mit unser neues Mikrofon ist kaputt. Schön den Sickersaft drin. Ne? Oh, da haben wir die nächsten Wochen was von. Was ist denn nun neu, Leute? Na, das da. Das Kottefass ist neu, Leute. Wie kommt denn das? Ja, Leute, mein anderes Kottefass, das andere schwarze, war eine 2-Jahres-Miete. 2-Jahres-Miete war um. Ich habe schon im September, habe ich schon gesagt, also im Februar ist die ausgelaufen, habe ich schon gesagt, nö, ich würde das Kottefass aber behalten wollen. Das gefällt mir. Aber zur Miete. Und da hat er gesagt, der Verkäufer, ja, hast du damit eigentlich ein Problem damit, wenn ich dein Gebrauchtes verkaufe und dir ein neues gebe? Nö, natürlich nicht. Also haben wir jetzt ein neues Kottefass, wieder für 2 Jahre. Genau. Das ist immer auf Miete sozusagen, weil man ja nicht weiß, wo geht's hin mit der ganzen Reise, wo entwickelt man sich hin. Deswegen hat man hier was Flexibles. Die beiden Annaburger ist ja mein Eigentum, die gehören zu mir, aber hier das Kotte zur Miete ist eigentlich eine feine Sache. Weil wer weiß, wo wir in 2 Jahren sind, was wir denn brauchen. Was jetzt so ein bisschen neu, das ist tatsächlich ein bisschen anders. Und zwar größere Reifen finde ich ganz gut, war auch mein Wunsch. Weil die waren wirklich sehr, sehr schmal von dem anderen Kotte, von dem alten. Die sind wirklich sehr auch auf dem Sandweg eingesackt. Also haben wir hier wieder ein bisschen breitere Reifen. Wenn wir auf dem Acker als Zubringer fahren, gar nicht so schlecht. Hinten vorne ist ja gleich. Das ist hier quasi gleich geblieben. Aber, können wir uns gleich gucken, was wir da hinten haben. Ja, ein paar Kleinigkeiten sind neu quasi, ne? Hier, das kann man jetzt auf der Seite auch einhaken beim Rumschwenken. Und hier haben wir jetzt zusätzlich also einen Blinddeckel. Man könnte sich jetzt sozusagen hier rüber mit diesem Rahmen den Unlockarm nachrüsten, wenn man das wollte. Das ist jetzt sozusagen schon integriert. Ansonsten hier eigentlich alles so ein bisschen beim Alten geblieben. Das Ganze kennt ihr. Hier Luftaufnahme, Pumpe ist wieder dieselbe. 15.500 Liter Luftleistung. Steht das auch hier drauf? Steht nicht drauf, aber das hat sie. Ich habe es nämlich letztens unterschrieben. Und ansonsten eine geile Sache. Also finde ich wirklich gut, dass das so kam. Und ansonsten ist das eine flexible Sache. Mietpreis passt in die Welt. Ich will jetzt keine Werbung machen. Aber Schröder Landtechnik, da könnt ihr das Ganze mieten, falls ihr da auch Interesse habt. Ich weiß nämlich, dass einige mich direkt anschreiben wollen und sagen, hey, sag mal, wie sieht es damit aus? Mein Nachbar hat sich nämlich jetzt auch eins gemietet, der Rote Baron. Der Rote Baron hat jetzt ein grünes Kotte. War jetzt nämlich im Vorfeld, als es auf dem Hof stand, es stand schon ein paar Wochen auf dem Hof. Und ich habe Svenny schon über Winter gesagt, ich sage, Svenny, eventuell kriegst du ein neues Kotte. Der Verkäufer wusste noch nicht so genau, ob wir meins jetzt verlängern oder du kriegst ein neues. Ja, und dann standen da 2 Stück, ein grünes und ein schwarzes. Und wir durften aussuchen. Wir haben gesagt, Svenny, welches willst du haben? Svenny hat sich wieder für schwarz entschieden. Fähig ist auch die beste Lösung. Schwarz sieht einfach geil aus. Sieht schick aus, muss man sagen. Also mir gefällt es gut, größere Reifen.
Er rollt deutlich besser über Feldwege. Ein bisschen ist Svenny schon gefahren. 2.000, 3.000 Kubik hat er schon weg, das Fässchen. Ein bisschen Zubringer ist er schon gefahren. Und ansonsten ja, kann ich mich nicht beklagen, echt, ne? Super Kurs dafür gekriegt. Und auch wieder denselben Preis wie das fürs Fass davor. Also, feine Sache, feine Sache, feine Sache. Ich wollte es aber im Video aufnehmen. Einige wäre es sicherlich aufgefallen und dann muss man wieder einzeln erklären im Stream und so. Und deswegen machen wir es in einem Video. Und ist sicherlich auch ganz cool. Also Leute, soll es erstmal gewesen sein. Ihr seht selber, draußen stürmt und regnet es. Ohne Ende. Gleich noch die Anlage füttern. Und dann ist hier auch Ruhe, dann ist Wochenende, heute ist Freitag. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Geht in den Shop, gönnt euch eine Flasche Sonnenblumenöl. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.